mein Name ist Julia Heinig, das ist mein Hairtruck und hier kann ich Haare in der Natur schön machen. Das ist mein Hairtruck, man sieht ihn ja gleich direkt, also man steht mittendrin. Es gibt alles, was man braucht. Hier habe ich mein Werkzeug drin. Was man dazu benötigt, um Haare zu schneiden, zu föhnen, zu stylen, hochzustecken. Farben mache ich nicht. Also alles das, was man sozusagen am gewaschenen Haar machen kann. Und hier habe ich alles ordentlich fest befestigt, denn während der Fahrt geht es hier turbulent zu, da fliegt hier alles durch die Gegend. Deswegen muss alles gut befestigt, angeschraubt, verriegelt sein. Genau, hier ist mein Platz, wo ich die Leute frisiere. Die Türen offen, schön draußen an der frischen Luft. Das lieben immer alle. Im Sommer ist es besonders schön. Im Winter auch, aber da guckt man dann durch die Scheibe. Aber man ist immer halb draußen. Mehr draußen als drin auf jeden Fall. Erstmal wollte ich gerne selbstständig sein, aber nie mit einem Salon. Hat sich für mich irgendwie nie gut angefühlt, die Idee. Und dann irgendwann in der Elternzeit bin ich einfach durch die Straßen gefahren. Da war ein Postauto. Und da sagte ich so zu meinem Freund, das ist eigentlich so groß da drin, da könnte man da auch Haare schneiden. Also der hat gerade seine Pakete ausgeladen da. Und ich dachte so, wenn der so vor der Haustür steht, warum schneidet man eigentlich nicht da drin Haare? So wie so ein Raum eigentlich da drin. Und dann hat mein Freund gesagt, boah, ja, das klingt eigentlich total gut, die Idee. Und dann, so wie ich das gesagt habe, war das halt dieser Moment, wenn man das erste Mal so eine Blitzidee hat, die sich so richtig gut anfühlt. Und man irgendwie insgeheim sofort weiß, das wird laufen, das musst du machen. Hier habe ich einfach ein Waschbecken, worin ich keine Haare waschen kann. Das gilt wirklich nur zum Anfeuchten der Haare bzw. zum Händewaschen. Das habe ich mit Kanistern und einer Pumpe hier verstaut. Und hier habe ich noch eine Toilette drin. Das ist ein Kompostklo. Ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, mehrere Panels, die unheimlich viel Strom produzieren. Also gerade wenn die Sonne scheint und ich dazu noch fahre, dann habe ich so viel Strom, was ich gar nicht brauche, aber es ist ideal. Auch für die Wintermonate komme ich damit gut rum. Und mein Freund, da habe ich das Glück, dass der Mechaniker und Elektriker in einem ist und der mir das alles bauen konnte und auch die Anlage da oben hier installieren konnte. Stromumwandler, genau, damit ich auch föhnen kann. Ja, alles da, was man braucht. Im Salon arbeiten, irgendwie den ganzen Tag, immer mit der Chemie, das, was mir schon lange nicht mehr gefallen hat, irgendwie die ganzen Dämpfe einatmen zu müssen. Und mir hat so ein Stück weit auch dieses draußen gefehlt. Und ich bin so ein Sonnenmensch und einfach habe gerne frische Luft. Und es war irgendwie, ich habe mir das gleich so gut vorstellen können. Ich dachte so in meinem Hut irgendwie in Radebeul so unterwegs zu sein, irgendwie draußen zu sein, an schönen Orten zu stehen. Es hat sich halt irgendwie, kamen da ganz viele Bilder gleich, wo ich mir vorgestellt habe, wie ich da stehe und arbeite. Hier habe ich noch ein bisschen Kunst. Meine Schwiegermutti hat eine Galerie. Ich wollte gerne bunte Bilder haben und nichts Friseur-typisches, keine Haarbilder in dem Sinne. Deswegen habe ich gleich so ein kleines bisschen eine Galerie mit in meinem Salon. Also hier habe ich ja meine Wartebank, die wird auch immer total gerne genutzt. Da warten die Kinder drauf, bis sie dran sind. Eins nach dem anderen, rutschen da durch und sitzen dann immer hier und staunen über diese Bilder und freuen sich darüber. Ja, und wenn das eine Kind fertig ist, dann kann es sofort raus durch den Ausgang in den Garten weiterspielen. Und man überlegt dann halt erstmal dreimal hin und her, ob man sich aus diesem sicheren Angestelltenverhältnis rausbegibt und sich wirklich selbstständig macht, auch gerade mit Familie. Und alle dann auch immer sagten, ja, selbst und ständig und so. Und unterschätzt das nicht. Und irgendwie wurde man immer ganz schön verunsichert. Und ich dachte aber die ganze Zeit, wenn das jetzt jemand anders macht, dann würde ich richtig traurig sein. Und das war so für mich das Ausschlaggebende, dass ich dachte, ich muss das machen. Und weil mein Freund, der Friedrich, dann noch sagte, das hört sich so gut an, ich würde dir das bauen, weil er da auch total dahinter stand, hinter diesen Gedanken, dass das funktionieren würde, haben wir uns dann eigentlich relativ bald auf die Suche nach so einem Auto gemacht. Also da stand es dann fest, dass ich es wirklich mache.
Also ich warte jetzt auf meine Kundin, die kommt jetzt gleich hier. Ich habe jetzt hier geparkt, weil ja, da drüben ist die Haustür. Genau, jetzt rufe ich sie gleich an, dann kommt sie runter und dann kann ich ihr die Haare schick machen vom Haus. Ich wasche keine Haare in meinem Auto, da habe ich einfach nicht die Platzkapazität. Dann bräuchte man einen ganz großen Kanister und genau, das ist also so einfach nicht möglich. Deswegen ist es so, dass die Leute sich zu Hause die Haare waschen und ich dann vor ihrer Haustür halte und die dann mit frisch gewaschenen Haaren zu mir in das Auto kommen. Super praktisch. Man muss nirgendwo hin, nur aus der Haustür. Und muss keinen Weg einplanen. Das ist auch nochmal zeitsparender, gerade als Mutter natürlich sehr praktisch. Aber ja, es ist ein Luxus. Ich wollte total gerne mal nach Portugal und dachte auch, wenn dann für länger und warum eigentlich nicht mit dem Auto fahren und dann dort arbeiten und wohnen. Das wäre auf jeden Fall ein super komfortables Wohnmobil, weil man ja komplett autark ist durch diese Solaranlage auf dem Dach und mit dem Klo und Strom. Also es wäre ideal. Vom Platz sowieso, Stuhl raus und Matratze rein. Ich kann es mir vorstellen, das in der Zukunft mal zu machen, weil es einfach die Möglichkeit ist, auch noch woanders sein zu können und trotzdem Geld zu verdienen in der Zeit. Das ist ein Kompressor. Das war so das Gimmick von meinem Freund, wo er das total gut fand und sagte, wenn ich immer Haare im Nacken habe nach dem Schneiden, das stört mich total, du brauchst so einen Kompressor, wo man das so rauspusten kann. Und das hat er mir dann installiert und das funktioniert auch total gut. Und die Männer lieben es, weil sie dann einfach keine Schnitthaare im Nacken haben. Einfach machen. Aber nur dann, wenn man dieses Gefühl verspürt, das läuft, das wird laufen. Und das hat man, wenn man so eine Idee hat, die sich so gut anfühlt und man einfach insgeheim weiß, es wird funktionieren, dann einfach machen. Dann wirklich sich trauen. Denn am Ende verliert man nie viel. Also ich meine, gerade mit so einem Auto hier, ich dachte immer, gut, dann machst du am Ende halt, verkaufst du den als Camper, wenn das jetzt nicht laufen sollte. Somit hatte ich ein bisschen diese Sicherheit vielleicht, dass das Geld wieder reinkommen könnte. Aber man muss es einfach wagen, weil man sonst irgendwie nie rauskommt aus diesem Trott und irgendwie man immer denkt, hättest du mal gemacht. Also man muss sich trauen. Und am Ende wird man belohnt. Das ist einfach so. Man kann sich alles so frei einteilen. Man kann irgendwie seine Selbstständigkeit um sein eigenes Leben drumherum bauen und lässt sich nie davon beherrschen. So. Also ich bin jetzt nicht dieser selbst und ständig und immer höher, schneller, weiter, sondern ich möchte wirklich so arbeiten, dass ich mir mein Leben so ermöglichen kann, wie ich das gerne leben möchte. Und meine Work-Life-Balance steht wirklich ganz oben. Und das kann ich mir einfach durch meine selbstständige Arbeit so mit ermöglichen und ich bin selber immer noch jeden Tag so dankbar dafür, dass ich den Schritt gewagt habe und habe jetzt im Sommer fast täglich meinen lieben Freund zum Mittagessen eingeladen, um ihm irgendwie so ein Stück weit daran irgendwie was zurückzugeben, weil ich mich einfach gerade so, die Sonne so scheint und so, ich bin so glücklich jeden Tag, dass ich so frei sein kann, dass ich selbstständig bin und ich bin ja wirklich frei. Ich bin ja draußen und überall mal. Ja, also für mich ist es das Beste gewesen, was ich je machen konnte. Und man wird sich sonst immer sagen, hättest du es mal damals gemacht? Hättest du es mal ausprobiert? Jetzt macht es jemand anderes. Also trauen, machen, wagen. Man kann es sich ja so einfach machen, wie es geht, ne?